Der sportliche Erfolg der EM-Begegnung Türkei gegen die Niederlande ist fast schon zur Nebensache geworden. Die Schlagzeilen werden davon beherrscht, dass der türkische Präsident Erdogan heute nach Berlin kommt, um das EM-Viertelfinale für einen politischen Auftritt zu missbrauchen. Wenig begeistert dürfte Erdogan allerdings von der Sperre seines Nationalspielers Demiral sein, der im Stadion den Wolfsgruß gezeigt hatte. Der türkische Siegtorschütze Demiral ist raus. Nach seinem rechtsextremen Wolfsgroßjubel hat die UEFA ihn für 2 Spiele gesperrt. Statt Distanzierung zum nationalistischen Wolfsgruß gibt es von der organisierten türkischen Fanszene sogar noch Unterstützung. Die Türkei-Ultras wollen das Viertelfinale gegen die Niederlande als rechtsextreme Bühne nutzen und verkünden über die sozialen Medien: Wir fordern alle Türken im Stadion dazu auf, während unserer Nationalhymne das Zeichen des Grauen Wolfs zu machen. Mittendrin wird auch Recep Tayyip Erdogan sein. Der türkische Präsident hat extra eine Auslandsreise abgesagt, um spontan nach Berlin zu fliegen. Wohl auch, um seinen Spielern und Landsleuten nach dem Wolfsgroßvorfall den Rücken zu stärken. Erdogan hält den rechtsextremen Gruß für unproblematisch. Demiral hat lediglich seine Begeisterung gezeigt. Sagt jemand etwas darüber, dass auf den Trikots der Deutschen ein Adler ist? Weil Demirals Gruß in Deutschland eine Debatte über den türkischen Rechtsextremismus ausgelöst hatte, beschimpfte Erdogans Regierung jegliche Kritik als rassistisch, diskriminierend und islamophob. Kommt nicht hierher, weil er glühender Fußballfan ist. Und er hat es auch nicht langfristig geplant gehabt, wie man jetzt sieht, sondern er macht daraus ein Politikum. Und da sind natürlich unsere Sicherheitsbehörden auch in Habachtstellung. Rund 3000 Polizisten werden beim Viertelfinalspiel zwischen der Türkei und den Niederlanden im Einsatz sein. Das sind 10-mal so viele wie an normalen Bundesligaspielen im Berliner Olympiastadion. Das ist natürlich das absolute Nonplusultra-Hochrisikospiel, was wir haben können. Wenn wir uns die Paarungen angucken, ist natürlich nicht so eine politische Brisanz, aber wir haben alle die zigtausenden niederländischen Fans gesehen. Wir alle kennen die Community, die türkische Community in unserem Land, und dann findet das Spiel auch noch in Berlin statt. Also da können wir uns schon auf ordentlich was einstellen. Sollte sich die türkische Nationalmannschaft gegen Holland durchsetzen, könnte es für Erdogan und Co. am Mittwoch nach Dortmund gehen. Sollten sie ausscheiden, dürfte es für die Polizei in Berlin eine lange Nacht werden.